hier in Deutschland, Bürokratie ist ja so ein bisschen tricky, sagen wir mal. Voll gut. Macht richtig Spaß. Ja. Wir haben halt dann mit denen zu tun, die sich jetzt gerade beim Jobcenter oder bei der Arbeitsagentur registrieren und dadurch den Dschungel durchkämpfen und versuchen, hier Fuß zu fassen. Und halt denen zeigen, so kommst du da durch, so baust du dir Fähigkeiten auf, die du hier brauchst, schulen die auch in Sprachen und ja, alles, was du halt brauchst, um hier einen guten Job zu kriegen. Ja, helfen denen somit hier ein oftmals neues Leben anzufangen. Weil du hast oft das Klischee, wenn man Vertriebler oder Verkäufer hört, so den Staubsaugervertreter. Yeah. Ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber der halt zu dir kommt und dich mit Worten totschmeißt. Ja, aber das ist generell, da sind wir da beim Thema Beziehung aufbauen, interagieren, so dieses reine Info, ja hier, komm mal 2 Stunden irgendeinen Kack anhören. Oder selbst wenn mich das noch so interessieren würde, aber dieses reine stumpfe Zuhören, vor allem die Art und Weise, wie er dann viele präsentieren. Ich war erst gestern auch selber bei einer Fortbildung, wo ich mir denke, das Vorlesen, was auf der PowerPoint-Folie steht. Grüß dich! Schön, dass du Grüß dir dich. erstmal Zeit genommen hast jetzt hier für das heutige Interview. Stell dich gerne den Zuschauern einmal so vor, wer du bist und vielleicht schon mal gerne anteasern, über was wir dann so sprechen werden. Jo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke. Mein Name ist Robin und heute geht es so darum, was mache ich hauptberuflich. Ich arbeite, um den kleinen Teaser direkt vorwegzunehmen, aktuell noch als Sales Manager und baue mir aber nebenbei gerade noch was auf, worauf wir dann auch später nochmal genauer eingehen. Genau, wie ihr schon mittlerweile wisst, klar, Teil 1 und Teil 2 gibt es immer und manchmal geht es dann in den anderen Teil um ganz andere Bereiche und das ist dann eben halt Robins Selbstständigkeit oder angehende Selbstständigkeit und Sales Manager. Hatten wir ja auch noch nicht hier, deswegen bin ich echt gespannt, was du da so raushaust. Ja, klassische erste Frage so, wie bist du halt letztendlich dazu gekommen, Sales Manager zu werden? Gerne so ein bisschen auf dein Lebenswerk eingehen, Lebensweg. Ich würde sagen, ich habe jetzt nicht mein Lebenswerk. Ich habe schon meine Freiheitsstatue gebaut. Nein, ich habe nicht so den klassischen Weg, wo man sagen kann, okay, der hat jetzt A gelernt und ist immer da rein durchgegangen. Ja. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische. Habe dann auch eine Zeit lang im Verkauf gearbeitet. Habe nebenbei noch BWL studiert. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, so nebenbei studieren, noch gar kein Leben Man haben. ja sonst nichts, ne? Ja. Ja, da hat die Woche dann noch 80 Stunden. Ja. Hatte allerdings damals nicht das Selbstbewusstsein, sage ich mal, um auch im Verkauf etwas wirklich zu präsentieren und auch verkaufen zu können. Habe dann gewechselt, habe spannenderweise ein Unternehmen dann mit aufgebaut. Kein Selbstbewusstsein für Verkauf, aber Unternehmenaufbau ging dann. Habe dann da ein paar Jahre das Finanzwesen, den Customer Service und den Einkauf im Grunde aufgebaut und geleitet. Dann auch mal eine Zeit lang nichts gemacht, war jetzt relativ viel reisen, habe mal kurz im Konzern gearbeitet und mir dann überlegt, okay, ich wollte schon immer eigentlich was selber machen, was Selbstständiges. Und es gab immer eine Fähigkeit, die mir halt dafür gefehlt hat und das war Verkaufen, weil du kannst das beste Produkt haben, scheißegal. Wenn du es nicht verkaufen kannst, dann wirst du auch keine Kunden kriegen und wirst damit auch nicht erfolgreich werden. Und dann bin ich im Grunde relativ stumpf genau dahin gegangen, wo ich gesagt habe, da hatte ich immer Bammel vor. Und ja, das muss ich aber lernen. Der einzige Weg aus der Angst heraus führt durch die Angst hindurch. Und dann bin ich halt genau da reingegangen. Aufschreiben. Um halt einfach da, ja, mich selber weiterzuentwickeln, Fähigkeiten zu entwickeln, die mir auch später bei meiner Selbstständigkeit helfen werden. Und so bin ich zum Vertrieb gekommen. Ja, sehr spannend. Für was bist du dann jetzt Sales Manager? Ich bin Sales Manager in einer gemeinnützigen Organisation, was sich ja vom Grundgedanken her eigentlich erstmal ausschließt. So, der macht Vertrieb in was Gemeinnützigem, aber auch wir müssen... Ich mir vorher auch gedacht dann, weil wir sind ja natürlich mal vorher in Austausch, diese Non-Profit-Organisation. Genau.
Aber auch wir müssen irgendwo Geld verdienen, nur halt keine Gewinne Ja, erwirtschaften. musst du auch irgendwie essen und trinken, von daher. Genau, ich krieg's auch nicht geschenkt, nur weil ich viel gemeinnützig da arbeite. Wir wurden ursprünglich als Geflüchteteninitiative gegründet Ja. und helfen schlicht und ergreifend Menschen beim Einstieg in die digitale Welt. Ja, das fand ich voll spannend, wo ich das gelesen habe. Ja. Also wir bieten im Grunde Kurse an, Weiterbildung, Umschulung, die Richtung, womit dann Leute ohne jeglichen IT-Background beispielsweise als Webentwickler arbeiten können, Backend programmieren oder auch jetzt ganz aktuell Cloud Computing machen können. Dass wir da halt, jetzt gerade haben wir relativ viele, die auch aus der Ukraine wieder rüberkommen, Ja. denen eine gute Anlaufstelle bieten und auch zeigen können, hör mal, hier in Deutschland, Bürokratie ist ja so ein bisschen tricky, sagen wir mal. Voll gut. Macht richtig Spaß. Ja. Wir haben halt dann mit denen zu tun, die sich jetzt gerade beim Jobcenter oder bei der Arbeitsagentur registrieren und dadurch den Dschungel durchkämpfen und versuchen, hier Fuß zu fassen. Und halt denen zeigen, so kommst du da durch, so baust du dir Fähigkeiten auf, die du hier brauchst, schulen die auch in Sprachen und ja, alles, was du halt brauchst, um hier einen guten Job zu kriegen. Und ja, helfen denen somit hier ein oftmals neues Leben anzufangen oder halt auch manche einfach eine Weiterbildung zu machen. Je nachdem. Ja, finde ich voll gut, dass wir da quasi als Non-Profit dann auch den Flüchtlingen vor allem, die erst recht nötig haben, sich dann hier was aufzubauen, ne? Ein festes Standbein, vor allem jetzt gerade so in dieser IT-Branche, ich sag mal in diesem Online-Segment, kann man auf jeden Fall immer mehr und mehr gebrauchen und Geht die Welt hin. finde ich voll stark. So einfach, dass man wirklich Leuten, denen ja die Heimat oder in der Heimat da sein oder ihr Leben genommen wurde, hier sich dann wieder was Neues aufbauen zu können. Finde ich echt klasse. Deswegen, wo ich ja schon vorher gelesen habe, dachte ich mir so, geil. Ja, irgendwie Fand ich gedacht, echt gut. wenn du schon was verkaufst, dann verkauf doch was Cooles. Ja, Und jetzt nicht, keine Ahnung, der Oma noch die Lebensversicherung, die halt nichts mehr bringt. genau. So doof gesprochen. Die Klassiker, ja. Thema Voraussetzungen ist ja auch immer sehr interessant. Ja, was braucht man jetzt da als Voraussetzung? Studium, hast ja BWL gemacht, aber ist sowas zum Beispiel überhaupt notwendig? Ja, hau einfach mal raus, was braucht man so als Spontan würde ich sagen, nein. Also gerade bei mir im Team auch, gut, nun auch durch die Art der Organisation, wo ich arbeite, sind wir unglaublich divers. Also ich bin glaube ich sogar, wir sind jetzt 2 Deutsche bei mir im Team und ansonsten halt von überall aus der Welt und haben halt auch die verschiedensten Backgrounds. Ja. Ich zum Beispiel mit meinem BWL-Studium, dann haben wir eine Kollegin, die aus Indien gekommen ist, die da eigentlich Ärztin war. Dann noch eine aus der Ukraine, die jahrelang auf einem Kreuzfahrtschiff auch gearbeitet hat. Im Grunde, um im Vertrieb als Sales Manager zu arbeiten, ist es jetzt weniger wichtig, was du ursprünglich mal gelernt hast, also schulisch gelernt hast. Also so urkundenmäßig ist dann eher irrelevant. Bin ich sowieso kein Fan von. Ja, ich sowieso also, nicht, deswegen voll geil für die jetzt da zuhören. Es kann dann manchmal ein bisschen tricky sein, den Einstieg zu kriegen, weil es ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Und wenn du jetzt im Vertrieb zum Beispiel bei einem Anlagenhersteller arbeitest, solltest du so ein bisschen Plan davon haben, wie die Maschinen funktionieren und wie die auch gebaut werden, weil du musst es ja dem Kunden erklären. Ja. Deswegen die Fähigkeiten, die du haben solltest, ist halt ein Gespür für Leute, dass du dich schnell und unterschiedliche Charaktere einfühlen kannst. Und je nachdem, wer dir gegenüber sitzt, es ist ja immer ein anderer Typ. Ja, also, klar. wenn du jetzt alleine nach dem Farbenmodell gehst, gibt es ja die schönen Rot, Rot, Blau, Gelb, Grün. Ja. Und du musst ja mit jedem ein bisschen anders reden. Und wenn du da den introvertierten Zahlen, Daten, Fakten-Mensch vor dir hast und den Clown machst, der da flippig rumspringt und volle Power und der wird sich denken, was will der Spinner denn von mir, auflegen und weggehen. Genau umgekehrt, wenn du da den Typen oder die Frau hast, die halt sagt, jo, ich weiß genau, was ich will, Attacke, das will ich und du kommst wie das Mäuschen mit Blümchen und Bienchen um die Ecke, die hört dir auch nicht zu. Ja. Also du brauchst, das entwickelt man aber auch, ein Gespür für die Leute. Und ich bin jetzt eigentlich ein recht extrovertierter Typ, aber ich würde nicht mal sagen, dass das unbedingt notwendig ist. Weil du hast oft das Klischee, wenn man
Vertriebler oder Verkäufer hört, so den Staubsaugervertreter. Yeah. Ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber der halt zu dir kommt und dich mit Worten totschmeißt, bis du sagst, okay, ich kaufe das Ding, aber geh bitte. Ja, einfach schon mehr oder minder auch dazu überredet, Genau. dass er den Kauf tätigt. Und ich finde da die Herangehensweise viel intelligenter. Hör zu, was dein Gegenüber sagt und find einfach heraus, was braucht derjenige. Ja. Weil nur so hast du, egal was du jetzt verkaufst, eine Gemeinschaft, sage ich mal, eine Partnerschaft, wo beide davon profitieren. Du bekommst das Geld von demjenigen, worauf du ja in dem Moment hart gesprochen auch aus bist. So bei mir zum Beispiel Non-Profit oder Organisation oder nicht. Mein Job ist es, das Geld reinzuholen. Aber das macht halt nur Sinn, wenn derjenige das bekommt, was es ihm auch wert ist. So, wenn ich jetzt zum Beispiel da jemanden habe, als ganz doofes Beispiel, die eigentlich was im Maschinenbau machen will, so Anlagen bauen oder was in die Richtung. Und ich verkaufe dir einen Kurs als im Online-Marketing. Ja, cool, dann habe ich die Kohle gemacht, habe die Provision dafür kassiert, aber die wird damit niemals glücklich. Ja, klar. Was du hast, ist Kaufreue, einen unzufriedenen Kunden und ein schlechtes Image. Ja. Bringt Also dir nichts. langfristig gar nichts. Nee, ist halt Bullshit. Ja. Ist das, was leider viele machen? Dieses Ja, Verkaufsdrücken, richtig? Hauptsache die kriegen ihre Provi oder einfach Ist kurzfristig einfach ihr Geld gedacht. Ja. Ist absoluter Bullshit. Aber da sagst du echt einen wichtigen Punkt. Thema Image, Ruf. Hör auf. Wäre dann schon nicht verkehrt, sich das dann richtig aufzubauen, ne? Genau. Thema Image. Als ich das erste Mal auch mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, ich gehe jetzt in den Verkauf, um auch verkaufen zu lernen. Sie waren tatsächlich gar nicht mal so begeistert. Weil du hast halt oft das Image, finde ich, halt der Verkäufer, der dir was aufschwatzt. So, auch der Gebrauchtwagenhändler an der Ecke, der dir versucht... Ich denke mal, dass generell, ich sag mal auch so wie Versicherungsvertreter oder so, das hat irgendwo schon relativ vom Ansehen her gut angesiedelt ist. Aber Genau. Thema Akzeptanz und Ansehen kommen wir noch dann später gleich drauf. Okay, gerne. Ja. Voraussetzungen hast du jetzt ja schon vieles gesagt. Mir fielen jetzt noch 2 Zwischenfragen ein. Erstens würde mich interessieren, weil du gesagt hast, du und noch jemand anderes, ihr seid zu zweit, die deutsch sind. So jetzt einfach wegen der Thema Sprachbarriere. Also wenn ja jetzt hier Leute aus Indien, Ukraine und so kommen, wie macht ihr das? Weil das ist ja Flüchtlinge, also die kommen ja dann wirklich ad hoc, können die Sprache jetzt gar nicht, vielleicht mal wenn überhaupt Englisch und so. Ja. Wie macht ihr das? Also es ist tatsächlich unsere größte Herausforderung, muss man sagen. Ja. Also ich voll spannend. Ich spreche jetzt Deutsch, okay, so einigermaßen fließend. Ja. Ich spreche Englisch fließend, habe da auch mal mehrere Monate in Oxford gearbeitet. Ach, geil. Anno Tobak. Lerne gerade Italienisch, aber halt so auf dem Niveau, ich könnte ein Bier bestellen. Wichtigste erledigt. Ja, klar. Du kommst aber tatsächlich auch mit einem gebrochenen Englisch schon unendlich weit. Also du lernst relativ schnell auch gebrochene Sprachen gut zu verstehen. Und wir haben das Glück... Ansonsten Hände und Füße, denke ich mir. Ja, ist per Video manchmal ein bisschen tricky, aber auch das geht. Und Stimmt, per Video. ist tatsächlich in einem Verkaufsgespräch auch extrem schwierig. Weil wenn ich verstanden habe, was mein Gegenüber eigentlich braucht, also du gehst ja im Grunde immer die gleiche Kurve durch. So, wo ist die Situation gerade, wo tut's weh, wo willst du hin? Wenn ich verstanden habe, wo es weh tut und wo er hin will, muss ich das ja noch irgendwie deutlich machen, dass es Klick macht und dass wir die Lösung sind. Das ist manchmal echt schwierig, wenn es sprachlich hapert. Ja. Wir haben da das Glück, dass eine Kollegin von mir kommt, wie gesagt, aus Indien. Die kann dann halt obviously mit den Indern sehr gut, weil die einfach eine Sprache sprechen. Ja, genau. Eine andere Kollegin von mir ist das absolute Sprachgenie. Die spricht Ukrainisch, Polnisch, Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Kann man mal machen. Kann man machen. Fließend alle auch noch, so 9 Sprachen dann. Also so, dass sie sich da gut in allen verständigen kann. Und sie hat, also wenn ich jetzt einen Hut auf hätte, echt, also da finde ich echt krass. Also Sprachen generell. Griechisch hat sie inzwischen wieder verlernt, weil sie sagt, das kann ich nicht gebrauchen, das sprichst du in Griechenland und sonst nirgendwo. Ja, also okay. Ja. Unendlich krass, habe ich einen riesen Respekt vor. Aber du kommst mit Englisch extrem weit.
Also oder die meisten, die zum Beispiel jetzt aus der Ukraine kommen, die sprechen ein gutes Englisch. Und du hast auch viele, ich bin immer wieder echt beeindruckt, die kommen hier rüber und nach 2 Monaten, da hatte ich Freitag, glaube ich, letzte Woche noch ein Gespräch mit einem, der ist 2 Monate hier und der versteht mich, wenn ich Deutsch rede. Und Deutsch ist jetzt keine Sprache, die du eigentlich in 2 Monaten lernst. Ich wollte gerade sagen, ja. Also du triffst Leute, die sind unendlich heftig dahinter, auch wieder einen Drive ins Leben reinzukriegen. Geil. Hast natürlich auch das genaue Gegenteil. Ja. Welche, die sind dann 10 Jahre hier und mit denen kannst du dich nicht auf Deutsch und auch nicht auf Englisch verständigen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ja, da muss halt auch gucken, wem kannst du helfen und wem halt leider auch nicht. Die zweite Frage, die ich da Ich schweife immer so ein bisschen ab. Nee, ach, das kennen die Leute aber hier von mir auch nur zu Genüge. Also wer das noch nicht kennt, dann lernt er das jetzt kennen. Oder kommt vielleicht noch. Thema Farben hier und Persönlichkeit, weil da hat man ja gerade kurz angeteasert hier, Rot, Gelb, Blau, Grün. Wo würdest du dich da sehen? Ich habe tatsächlich recht viele Tests in die Richtung gemacht, auch unterschiedliche. Von gratis bis kostet eigentlich 500 € alles schon mal durchgemacht und du siehst bei mir einen Verlauf. Ich war vor 3-4 Jahren. Könntest du vielleicht sogar die Farben auch kurz sagen? Kann ich erläutern? Also, ja, das wäre gut. Also ich erläutere für die Leute da, weil ich wüsste jetzt übrigens auch nicht mehr auswendig, weil da gibt ja mehrere, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, 6, 7 Schlüsselwörter oder so pro Farbe oder so oder noch mehr, die dazu fallen. Also ich erläutere es immer sehr gerne am Tiermodell von Tobias Beck. Ja, weil das ist immer so was. Das kenne ich. Ja. ist immer so schön visuell. Stell dir den roten als Hai vor, der halt ich und meine Interessen und so ein Unternehmertyp. Der gelbe ist der Delfin, der extrovertierte, flippige. Der Tobias Beck hat gesagt, wenn du eine All-in-White-Party machst, kommt der Delfin in Rot mit was Blinkendem im Mund. Okay. Dann gibt es den grünen Typ. Das ist der extrem genaue, das sind Ingenieure, Bibliothekare, sowas in die Richtung. Und der blaue, der Helfertyp. So, um es jetzt da auf das Tiermodell zu münzen. Es ist ein bisschen anders, wenn du es nach dem wirklichen Farbenmodell machst, aber so finde ich es mal sehr einfach erklärt. Bei mir siehst du, wie ich mein Vater ist ein 100% grüner Typ. Meine Mutter war früher 100% rot. Jetzt ist mein Vater recht alt und der ist in Rente gegangen, als ich geboren wurde. Also wurde ich sehr grün erzogen. Und ich war noch vor ein paar Jahren ein grün, leicht gelber Typ, was aber gar nicht meiner Natur entspricht. Ich bin eigentlich 9 von 10 gelb, 8 von 10 rot, 1 von 10 grün und dann noch so eine 6 bis 7 beim Blau. Ich wollte gerade sagen, das ist auch nochmal vielleicht wichtig, einfach die Message so nach draußen, dass jeder hat ja von jeden Farben. Ja, also du bist dann nicht. hast halt 1 oder 2 Ausprägungen. Genau. Du bist nicht gelb oder rot, sondern du bist immer eine Mischung. Ja. Und ich bin halt gelb-rot, ein bisschen blau und eigentlich eine Katastrophe, wenn es ums Organisieren geht. Der kleine Chaot quasi. Ja, meine Freundin liebt mich dafür. Grüße gehen raus. Geil. Ja, okay, hat mich einfach mal so interessiert. Könnt ihr ja vielleicht mal an der Stelle kommentieren, wo ihr euch selber sehen würdet. Und macht mal so einen Test. Ja, da würde mich mal wirklich interessieren. Nächste Frage wäre so Thema Aufgabenbereich. Da sage ich ja immer so, nimm uns doch mal so gerne einfach mal so auf den Tag von dir mit. Welche Aufgaben fallen da so an? Kannst du auch gerne vielleicht direkt damit koppeln, welche Aufgaben davon machst du gerne und welche sind beschissen? Jetzt ein reiner Tag, mein normaler Arbeitsalltag oder noch das, was... Ja, der normale Arbeitsalltag und das andere machen wir dann im anderen Teil. Okay, genau. Also ich stehe immer so um 5:45, 5:10 auf morgens. Ach du je. Dann kommen so 2-3 Stunden andere Sachen, wo wir später drauf eingehen. Geil. Da finde ich jetzt schon mal gut, dass du dann morgens da so eine Routine anscheinend reinballerst. Also du könntest länger schlafen, nur für den Job. Ich könnte theoretisch, da ich hauptsächlich im Homeoffice arbeite, gut, ich muss vorher mit dem Hund gehen, aber wäre der Hund nicht, könnte ich theoretisch bis 10:50 schlafen. Krass, und dann stehst du extra, das finde ich jetzt schon wieder geil. Ja gut, aber gehen wir in den zweiten Teil drauf ein. Genau. Ja, also mein Tag beginnt eigentlich damit, dass ich irgendwie um 8:30, 9 Uhr immer sowas in dem Dreh halt meinen Computer anmache und einfach check,
Was ist über die Nacht noch an Mails reingekommen? Wie sehen die Termine heute bei mir aus, bei meinen Kollegen? Wie stehen wir gerade von den Zahlen her im Vergleich zu den Zielen? Und was steht eigentlich so an? Dann dass ich da einfach einen Überblick für mich selber kriege, was kommt denn heute so auf mich zu? Ja. So, habe ich Bock auf den Tag oder nicht? Und dann geht es eigentlich um 9 Uhr meistens los mit so einem kurzen Kick-Off-Meeting, wo wir uns einmal, weil wir ja alle im Homeoffice eigentlich hauptsächlich sind, einmal kurz ein bisschen austauschen. Ja, klar. Geht meistens 5 bis 10 Minuten. Und dann geht es eigentlich auch relativ viel darum, bei mir jetzt auch einfach unser Produkt zu verkaufen. Ich habe dann, je nachdem wie viele Leads reingekommen sind, mehr oder weniger Beratungsgespräche am Tag und fasse halt viel bei alten Leads noch nach. So, weil, was man dazu sagen muss, unser Vertriebsprozess sind von der Lead hat ein Beratungsgespräch bis zum Abschluss im Schnitt 4 bis 6 Wochen. Oh. Wir haben halt eine sehr, sehr lange Zeit dazwischen, Ja. was halt auch der deutschen Bürokratie und langsamen Arbeitswegen leider geschuldet ist. Grüße gehen raus. Und in der Zeit musst du ja konstant mit dem Kunden noch im Kontakt bleiben. Ansonsten bist du ja schwupp, weg, da kommt ein anderer. Ja. Das heißt, über den Tag heraus akquiriere ich immer wieder auch neue Kunden, bleibe mit meinen alten Kunden im Kontakt, gucke, was haben sich eventuell für neue Herausforderungen ergeben, wo sind noch Fragen aufgekommen, Unsicherheiten, dass ich halt einfach da bin und da auch versuche zu manchen Kunden, natürlich nicht zu jedem, schon fast so ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Da ist mein Problem dann irgendwie, ich sabbel mit manchen einfach zu lange, wenn ich mir denke, okay, heute hast du eigentlich so 60, 70 Telefonate, die du führen solltest. Ja. Hast jetzt aber wieder mit der Anne irgendwie eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ja, doof. Aber andererseits ist es ja schön, habe ich ja auch schon so vom Janosch, den du auch kennst, kennengelernt. Grüße gehen raus. Verkauf hat auch mit Beziehungsaufbau zu tun. Richtig. Und ich finde es auch extrem wichtig. Wie gesagt, das Also geht lieber natürlich 30 Telefonate und mehr Conversion, mehr An Verkauf sich, ja. quasi an sich. Mhm. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie dann halt dein Arbeitgeber drauf reagiert. Das ist wieder die andere Frage. Wenn du ja dann jetzt quasi vielleicht 50, 60 hättest anrufen sollen, aber du 30 machst. Das ist, Aber ja, erzähl ruhig. ich bin auch gut darin, das dann zu verkaufen, wie ich das gemacht habe. Ja, gut. Ja, und das ist eigentlich so mein großer und ganzer Arbeitsalltag. Es sind natürlich auch oftmals noch Meetings dabei, wo es dann um organisatorische Sachen geht, wo ich immer, was ich nicht so gerne mache. Ja. Und ja, der Großteil meines Tages hat halt tatsächlich mit dem Kunden zu tun, weshalb ich auch genau an die Stelle gegangen bin, weil ich halt raus wollte und verstehen, was treibt denn einen Kunden jetzt im Endeffekt dazu, ein Produkt zu kaufen Ja. oder sich für ein Produkt alleine zu entscheiden. Und die Antwort ist eigentlich extrem simpel. Ja. Dann, wenn es ihm mehr Mehrwert bietet, als es kostet. Mhm. So, Punkt. Ja, und genau. da sind wir wieder, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, da worum es für mich auch geht beim Vertrieb. Nicht darum, nur so viel wie möglich für sich selber rauszuholen, sondern obwohl es eigentlich meine Natur ist, sowas auch zu tun, habe ich verstanden, ich kriege auch für mich am meisten raus, wenn ich am meisten für andere tue. Je mehr Mehrwert ich gebe, desto mehr profitiere ich auch davon. Geil. So, Also quasi auch menschlich kleiner, und so. genau, Ja. als kleiner Knacks, dass du Deswegen sage ich immer, jedes Interview angucken, weil man kann immer zwischen den Zeilen was lernen. Ja, ist so. Jeder kann von jedem Menschen was lernen und auch zwischen den Zeilen. So, das heißt, du kannst jetzt hier die Thematik hören, ja, Sales Manager, ja, interessiert mich nicht, aber kannst dir trotzdem ja viel mitnehmen. Durch solchen Hinweisen jetzt schon wieder. Oder wie du am Anfang gesagt hast, der Weg, seine Angst zu bekämpfen, führt nur durch die Angst durch. So ungefähr. ja, sind meine Thema Worte. Persönlichkeitsentwicklung. Ja, all solche Dinge. Ja, das, weißt du, Deep drin. für viele von euch da draußen würde ja vielleicht sogar nur der eine Satz schon einfach wieder vielleicht, jeder kennt vielleicht die einen oder anderen Sätze und hat ihn mal gehört, aber dann hörst du genau diesen einen Satz mal wieder und denkst dir, jo, danke nochmal für den Hinweis, dass du mich nochmal aufgeweckt hast. So. In diesem Sinne, Kanal abonnieren. Machen, jetzt. Machen, jetzt. Und Glocke aktivieren, ja. Ja, so, da waren ja jetzt die Aufgaben.
Du hattest ja jetzt dann gerade quasi schon damit abgeschlossen, dass ja dann was hier und da für dich mitnimmst. Deswegen würde das ja passend dazu, also aufbauend dazu passen, Thema Fähigkeiten. Also welche Fähigkeiten jetzt nur aus deinem Job hast du denn so schon für dich Mhm. mitnehmen können? Also ich behaupte, ich habe Fähigkeiten wieder entdeckt, die ich eigentlich auch hatte und die ich allerdings irgendwo vergraben hatte. Mhm. Und das ist schlicht und ergreifend die Kommunikation. Also, dass du offen mit Leuten kommunizieren kannst, auch mit ganz vielen verschiedenen Typen, weil ich meine, wir kennen es alle. Du sitzt jemandem gegenüber und denkst dir, boah, ich würde jetzt lieber woanders sein. Mhm. Und, dass du dich auf ganz viele verschiedene Menschentypen einlassen kannst und auch mit vielen verschiedenen reden kannst. Ja. Und dass du da dann so ein Gespür kriegst, was bewegt die Leute und ja, wie kommuniziere ich so mit demjenigen, dass es ihm auch gefällt. Mhm. So, weil es bringt Ja, wie du nicht, schon gesagt hast, du kannst ja mit einem rein rationalen Typen jetzt nicht irgendwie in den brauche ich nicht mit sprechen. Bienchen und Blümchen kommen, wie gesagt. Ja, genau, sondern So. der sagt, gib mir die Zahlen, verdammt nochmal. Ja, genau so. Ja. Und was du tatsächlich auch merkst, und das ist so ein bisschen kontrovers, das immer zu sagen, aber viele Stereotypen stimmen. Mhm. So, natürlich nicht auf jeden Einzelnen, aber wenn du es über die Masse hinweg betrachtest, stimmt da einfach relativ viel. Zum Beispiel, und du merkst auch relativ schnell, mit welcher, ich habe ja jetzt mit unheimlich vielen unterschiedlichen Landsmännern und Landsfrauen zu tun. Du merkst unheimlich schnell, mit manchen kannst du unheimlich gut und mit manchen gar nicht. Mhm. So, und da merkst du einfach, dass die Leute aus einem Land schon irgendwo auch ähnlich ticken. Wie gesagt, natürlich jeder für sich Kultur nochmal dann auch anders. Genau. bedingt, ja. Ich habe da zum Beispiel für mich gemerkt, ich kann unheimlich gut mit allen aus Osteuropa Mhm. und allen, die im Grunde aus den arabischen Räumen kommen. Ich weiß nicht wieso, das ist sowas, da ist man irgendwie immer auf einer Wellenlänge und das ist cool. Ja. Hab allerdings eine Schwierigkeit oft, wenn es dann auch in afrikanischen Staaten noch südlicher geht, weil da ist es mir noch nicht möglich, so mitzuschwingen. Also das ist nochmal so eine andere Kultur, eine andere Herangehensweise, wo ich ja Ich find das noch voll nicht da geil. auf der, Also, du wirst ja auf der jeden Ebene Tag, bin. du wirst ja jeden Tag gechallenged auch dann dadurch. Ich habe jeden Tag Du lernst ja vom, übelst. vom Deutschen, Polen, Araber, wie gesagt, bis Ja, ich meine, aber alles. wie viele Learnings du hast, ne? Zu tun. Sprachbarriere überwinden, Mhm. Andere Kulturen kennenlernen. Ja. Worauf die auch Wert legen. Worauf die Wert legen, das heißt, eigentlich bist du irgendwann, kommen wir ja Teil 2 drauf ein, so prädestiniert dafür, jeden alles verkaufen, also nicht alles, aber jeden etwas verkaufen zu können. Hat einen guten Grund, warum ich da hingegangen bin. Ja, quasi so, das ist ja krass. Einfach verstehen zu können, was beschäftigt diese Menschen gerade. Mhm. Das, was für, jetzt mal ganz doof gesprochen, den Polen extrem wichtig ist für den aus Südafrika total egal. Mhm. Ja. So, und das irgendwie reinzubekommen, das ist unheimlich spannend zu sehen, Ja, klar. wie die auch halt anders aufwachsen, andere Erfahrungen machen und dadurch auf andere Sachen komplett Wert legen. Krass. Und ja, so sehr man auch sagt, wir sind alle eins, da gibt es einfach massive Unterschiede, die du halt durch Kultur, Erziehung, Erfahrungen einfach hast. Klar, verständlich. Ja, das ist ganz, ganz spannend, das jeden Tag aufs Neue dann auch wieder mitzukriegen. Ja, mega, ey. Genau, trink erstmal einen Schluck, spannend. Thema Stress ist ja auch mal so eine interessante Frage. Deswegen, empfindest du deinen Beruf als stressig? Könnte ja jetzt an verschiedensten Facetten liegen, dein Aufgabenbereich. Oder nämlich jetzt, vielleicht kannst du auch direkt koppeln, wie ist nämlich dein Verhältnis zu deinen Kollegen, Vorgesetzten, weil sowas ist dann natürlich auch gerne mal ein Stressauslöser, wenn man am liebsten den Mittelfinger vielleicht mal seinen Chef zeigen wollen würde. Deswegen, ja, hau mal raus. Um es mit einem Wort zu sagen, nein. Also, das liegt aber jetzt nicht daran. Nächste Frage. Gut, nächste Frage, tschüss. Nein, liegt aber nicht daran, weil Vertrieb generell unstressig ist. Du musst halt
wie gesagt, trotz Non-Profit-Organisation, wir haben auch einen relativ dicken Kostenapparat, der da hinten laufen muss. Ja, aber deswegen würde ich Miete, Lehrer und allem drum und dran. zwischendrin fragen, aber bist du dann nicht trotzdem daran gekoppelt, auch eine gewisse Abschlussquote? Natürlich. Genau. Auch ich muss eine gewisse Abschlussquote machen. Auch Und ich vielen muss, wird das ja eventuell Stress bereiten. richtig. Auch ich habe Zahlen, die ich erreichen muss, aber es stresst mich null. Das ist geil. ein persönliches Ding, was ich mir auch angeeignet habe. Also ich Ja, war das erzähl früher mal gerne. in Wie hast du das vorherigen Jobs unheimlich oft extrem gestresst. Ja. Ich habe zum Beispiel mal einmal bei einem vorherigen Job beinahe 500.000 Euro verloren. Ja, ich habe ein paar Sachen versammelt. Hab alles bis auf 50 Euro wiedergefunden, also alles cool. Krass, okay. Willst du darauf eingehen oder? Kann ich gerne erzählen. Halbe Million? Ich hoffe, es sieht keiner von früher. Nein, es war da, wo ich das Unternehmen mit aufbauen konnte, war ich halt auch gerade anfangs fürs Rechnungswesen verantwortlich. Mhm. So, wir haben da ja das System aufgesetzt und ich war halt mit dabei, als wir es aufgesetzt haben. Wir hatten einen riesen Kunden, über den viele kleine Kunden auch bedient wurden. Ja. Jetzt ist mir beim Aufsetzen des Kundenkontos ein Fehler unterlaufen. Ich habe einen blöden Haken nicht gesetzt. Dadurch hat der hatte ein Zahlungsziel von 120 Tagen oder sowas. Ja, und der hat einfach mal 3 Monate keine Rechnungen bekommen. Hoppala. Das ist dann halt relativ doof, wenn das halt erst nach 3-4 Monaten auffällt, weil die Wahnsinn, Rechnung wann nicht ein fällig Klick aus Ja, ja. Wirkung hat. Und dann ruft dich auf einmal der Inhaber von der Firma an und sagt, jo, ich habe mir eure überfälligen Posten angeguckt. Ja. Da waren ja letzte Woche so 450.000 Euro waren es, glaube ich, fällig. Wo sind denn die? Und dann stammelst du da erstmal und weißt überhaupt nicht, wovon der redet. Crazy. Ja, war da eine relativ harte Aktion, das auch dann erstmal, du rufst natürlich deinen Ansprechpartner da bei dem Unternehmer an und sagst du, wir haben so ein kleines Problem. Ich schicke dir jetzt gleich 1480 Rechnungen. So viele waren es, glaube ich, damals in dem Dreh. Ich brauche die bitte morgen überwiesen. Hat dann im Endeffekt noch 2 Wochen gedauert. Und, Ich wollte gerade sagen, wie willst du 1480? Nein, war eine Katastrophe. Hat noch 2 Wochen gedauert, aber bis auf 50 Euro haben wir das alles auch dann wieder gehabt. Und bei den 50 Euro habe ich gesagt, weißt du was, fuck it, die buche ich aufs Konto, ist mir egal. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, nee, das war Stress, definitiv. Und dann habe ich über die Jahre aber gelernt, es gibt 2 Dinge im Leben. Die du beeinflussen kannst, die du nicht beeinflussen kannst. Die ich beeinflussen kann, Aufschreiben. da tue ich, was ich kann. Das mir Bestmögliche. Wenn es nicht reicht, versuche ich besser zu werden. Und es gibt die ich nicht beeinflussen kann. Über die brauche ich mir keine Gedanken machen. Die kann ich eh nicht beeinflussen, das passiert sowieso. Scheißegal also. So, kein Stress mehr. Die ich beeinflussen kann, da mache ich so gut, wie ich kann. So. Und dann, wenn Stress aufkommt, verhalte ich wie eine Thermosflasche im Grunde. So. Ja, ganz doof gesprochen, wo halt Luft zwischen ist. Du nimmst den Stress, schieb weg und guck, was verursacht diesen Stress gerade, sodass du Distanz dazu gewinnst, eine Objektivität. Identifizierst, daran liegt der Stress gerade, weil ich wieder da, bei mir ist es, wenn Stress aufkommt, wegen meiner Unorganisiertheit, Ja. dass ich da angucke, okay, du hast jetzt gerade so einen aufkommenden Stress, weil du das und das mal wieder vor dir her schiebst und noch nicht gemacht hast. Ja gut, dann ist das nächste, was ich mache. Aufgaben erledigt, kein Stress mehr. Krass. Funktioniert. Und seitdem bin ich todesentspannt. Mein Vorgesetzter fragt mich auch regelmäßig, warum bist du immer so leger mit allem, egal was gerade abgeht? Ja, Ja, die Thermosflasche. aus den Gründen. Geil. Ich betrachte es objektiv, lasse es nicht so an mich heran und Das war echt verdammt wichtig. Was du gerade hat Jahre gedauert, bis ich das drauf hatte. Hat Ja, Jahre ich glaube, gedauert. den Switch würden sich viele da draußen auch für ihren Job Mhm. oder halt auch für die Selbstständigkeit wünschen. Ne? Weil es gibt ja viele, die sich ja so einen krassen innerlichen Stress machen und daran dann im wahrsten Sinne des Wortes dann zerbrechen. kriegst du Burnout. Burnouten. Ja. Also ja. Bringt dich crazy. leider nicht weiter. Ja. Sicherlich gibt es auch Sachen, Thema Existenzängste und wenn es dann Hardcore wird, da sieht das dann auch anders aus. Also kann ich mir vorstellen, dass es da dann auch immer schwieriger wird, so zu handeln. Aber da ist auch oft die Herangehensweise,
denk dir den Worst Case aus, was passiert und akzeptiere ihn. Ja. So. Ja. Ich muss gerade schmunzeln, wo du das sagst, weil das gibt dir auch so in dieser Mindset- oder Persönlichkeitsentwicklungsschiene, dass man sagt, hey, denk dir doch einfach den Worst-Case-Szenario mal aus. Und wenn du dann realisierst, was eigentlich der schlimmste Fall wäre, der eintreten kann. Und meistens malst du dir Sachen aus. Ja, und dann ist Bullshit. Das ist die Chance, dass es eintritt, ist so marginal und deswegen machst du dich irre. Sehr oft ist ja das Worst-Case-Szenario dann trotzdem nicht so gravierend, als wenn man das sich ausgemalt hätte. Ja, so oftmals ist ein Worst Case, ja gut, du kriegst vielleicht einen Anschiss und dann ist jemand 2 Tage sauer auf dich und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Ja, fuck it. Deswegen mache ich mich nicht verrückt. Mhm. Nee, deswegen finde ich auch voll interessant, weil wie ich gesagt habe, viele sich das wahrscheinlich auch hier und da an der Stelle draußen wünschen würden und vor allem ja ich persönlich jetzt oder die meisten, denke ich mal, auch da draußen wahrscheinlich da mitziehen, gerade ja in dem Bereich, wo man dann geknüpft oder gemessen wird. Wie viele Verkäufe macht man, dass man da ja erst recht darin verfällt, Stress dann zu empfinden. Aber crazy, dass man dann genau da sogar lernt, trotzdem leger zu werden und zu bleiben. Ja. Es gibt auch einige Punkte, wo du dir selber Stress einfach in Anführungsstrichen vermeiden kannst. Viele bauen sich auch einen finanziellen Stress auf, sage ich mal. Dass wenn du jetzt ein relativ hohes Einkommen hast, bei vielen steigen die Ausgaben entweder genauso oder tatsächlich, es gibt Studien, dass die Ausgaben stärker steigen als das Einkommen. Das ist ganz witzig. Studien stammen aus den USA. Ja. Wenn du das schon nicht hast und viel weniger Druck hast, beispielsweise wenn du jetzt eine hohe Provision bei deinem Einkommen hast und machen wir einfach mal ein Beispiel. Du hast ein Fixgehalt von 2.000 Euro, bist hoch provisioniert und gehst, weil du gut bist, jeden Monat mit, keine Ahnung, sagen wir einfach mal so 8.000 netto raus. Ja. Ist möglich. Jetzt bist du so heftig und haust 8.000 jeden Monat auch raus. Neues Auto, neue Uhr, man kann es schnell ausgeben. Weißt du? Jetzt hast du einen Monat oder auch mal 2, 3 Monate, wo es doof läuft. Sommerloch, Winter, keine Ahnung was. Und gehst auf einmal nur noch mit 2.500 oder 3.000 Euro netto raus. Was halt da eine extreme Differenz ist. Klar. Kannst du auf einmal deine Miete nicht mehr bezahlen, weil du eine richtig dicke Wohnung dir gegönnt hast und ein dickes Auto. Ja. Dann hast du Stress. Ja, klar. Das ist scheiße. Ja. Kannst du vermeiden, indem du vorher nicht so dick rauffährst und weißt, jetzt gerade läuft's gut. Es wird immer eine Phase kommen, wo es schlechter läuft. In der guten Zeit für die schlechte Zeit anzusparen und dann ist die schlechte auch wieder gar nicht mal so stressig. Ja. Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Krass. Mindset of Doom. Ja. Ich denke mal, im zweiten Teil, wo er nochmal vor allem um deine Selbstständigkeit geht, da werden wir nochmal ein bisschen mehr über Mindset und so quatschen. Ja. Aber finde ich echt sehr interessant. Ich hatte ja noch gesagt oder gefragt wegen Thema Verhältnis zum Kollegium, Vorgesetzten. Ja, muss ich sagen, da habe ich Glück jetzt gerade. Jetzt gerade. Ja, ich bin in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal auf die Fresse geflogen. Wobei nicht zum Kollegium, da hatte ich eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Ja. Aber ich habe oft ein Problem mit meinen Vorgesetzten. Liegt garantiert auch an mir, dass ich da so ein bisschen einfach Obrigkeitsprobleme und nicht gerne was sagen lasse. Aber jetzt gerade wirklich gut. Ein sehr auf Augenhöhe Verhältnis. Und ich sag mal, ich habe es noch nicht mitbekommen in meinen anderen Stationen, was jetzt auch mehr als 2 sind, dass man einfach auch nicht hinterm Rücken schlecht über andere redet. So. Was ja eigentlich sonst immer irgendwie auf jede Arbeitsstelle Ja. einem gewissen Grad immer irgendwie der Fall ist. Ne? Jeder kennt's. Genau. Und irgendwann bilden sich Lager und Grüppchen. so sehr. Und dann hintenrum, Hat man immer. Nee, aber da tatsächlich überhaupt nicht. Also das ist wirklich, da wird der, ich sag mal, soziale Gedanke auch sehr gelebt. Auch immer wieder sehr nach vorne getragen. Für mich teilweise schon ein bisschen so, ja, komm, Wusa, wir haben uns alle lieb, ist cool, aber du brauchst es mir jetzt nicht 2-mal am Tag sagen. Aber nein, das ist wirklich ein gutes Verhältnis, muss ich sagen. Ja, das ist ja mal gut. Hört man ja jetzt auch, oder ich höre es nicht so oft in den Interviews. Ich habe auch, wie gesagt, mehr als eine Station durch, um das dann auch zu finden. Ja, vielleicht können wir da gleich noch mal ein bisschen drüber erzählen, weil jetzt quasi dazu passen, so die nächste Frage wäre, was würdest du
die ich jetzt auch nur reingenommen habe, die Frage, vor allem bei Arbeitnehmern an deinen Arbeitsplatz verbessern wollen, wenn es da jetzt was gibt. Aber ansonsten auch aus der Vergangenheit, wo darunter ja auch Verhältnis zum Vorgesetzten, zur Verbesserung am Arbeitsplatz zählen würde. Deswegen. Also eine Sache, Um einfach so ein paar Probleme rauszukristallisieren da. Eine Sache ist, ich kann so ein paar Sachen, die ich generell verbessern würde, das wäre einfach, ich bin für mehr Homeoffice, weil wenn ich ins Büro fahre, brauche ich halt 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, das ist halt nervig. Und ich bin ein Freiheitsmensch. Ich bin ein recht unternehmerischer Typ auch. Und für mich ist es immer ein Problem, wenn dass das Feld ist, in dem ich mich bewege und ich eingegrenzt werde, wenn ich auch da rausgehe. So, das ist ein persönliches Problem, dass ich halt auch relativ schlecht bei einer Sache bleiben kann und nur stumpf eine Sache machen kann. Weshalb ich mich halt auch selbstständig mache, dass ich halt das ganze große Paket habe. Ja. Das ist sowas, was ich verbessern würde. Dass ihr zu klare Vorgaben habt dann teilweise quasi. Ist was mich betrifft, wie gesagt. Also es ist was viele auch mögen, dass sie halt wissen, dass sie genau wissen, ich fahre nur die eine Schiene. Ich muss mich darum kümmern und alles andere ist mir egal. Okay, gut. Ist halt nicht meine Art zu arbeiten, nicht mein Typ. Ich habe gern die Nase überall drin. Ja. Mag auch nicht jeder. Jetzt habe ich den Faden. Genau, was du sonst noch verbessern wollen würdest. Klassiker. Einige Prozesse. Wenn du alleine schon über Thema Lead-Qualität redest manchmal. So, jeder aus dem Vertrieb kennt es, dein Traumkunde, du baust ihn dir immer zurecht und der muss gewisse Vorgaben haben, die erfüllt sein müssen, damit es sich auch lohnt, in Anführungsstrichen mit demjenigen zu reden. Ja. Und es passiert halt leider relativ häufig, dass ich so nach 10 Minuten im Gespräch merke, so, warum reden wir jetzt gerade miteinander? Das ist der falsche absolut verschwendete Zeit. Ja. Wir sind nichts für dich, du bist nichts für uns und was man halt im Vorfeld sehr gut rausfinden kann. Oder man Veranstaltungen macht, die extrem schlecht besucht sind, weil sie keinen Mehrwert für den Kunden bieten. So, was dann halt so eigentlich Infoveranstaltungen sind, aber die Informationen halt so maximal so mittelgeil sind, sag ich mal. Maximal mittelgeil, oh gut. Und wo wir es dann, also wir hatten es bei einer Veranstaltung tatsächlich, da hatten wir extra in Bochum einen Raum gemietet. Ich bin mit einem Kollegen aus dem Marketing hingefahren, habe das alles schön vorbereitet, Präsentation vorbereitet. Dann saßen wir da, es hatten 20 Leute zugesagt. Wir haben am Tag vorher nochmal alle angerufen, haben da, 15 erreicht, 10 davon haben zugesagt und es ist keiner gekommen. Geil. Macht richtig Spaß. Richtig Premium-Scheiße. Scheiße. Hättest du denn aber dann so ad hoc auch direkt so, wo du sagst, da kann man leicht verbessern? Bietet Mehrwert. Ja. So, das aber ist zum Beispiel bei den Infoveranstaltungen oder bei diesen Veranstaltungen, vielleicht sind auch zu wenig gekommen, sag ich mal, einfach weil schlecht Werbung gemacht wurde oder keine Ahnung. Wir haben sie ja wirklich noch angerufen am Tag vorher. Wir haben noch mit denen am Telefon gesprochen, hey, du hast dich eingetragen, denkst du dran, Leads, morgen kommst du. Die vielleicht auch besser werden, weil es ja der erste Punkt so, weil kann man vielleicht da ist eine Möglichkeit machen. Dass man ja überhaupt schon schlechte Leads reinbekommt, weißt du, wie ich meine? Ist eine gute Frage. Oft sind so Veranstaltungen ja auch, um jemanden zu qualifizieren, ob er gut ist oder nicht. Für mich dreht sich bei einem Unternehmen oder beim Vertrieb alles um Mehrwert. Wenn wir beispielsweise sagen würden, wir machen so eine Veranstaltung nicht jede Woche, sondern so, keine Ahnung, einmal im Monat, zweimal im Monat vielleicht und machen dann nicht eine PowerPoint-Präsentation, so, ja, das sind wir, so geht Job-Einstieg in Deutschland, das sind Berufsmöglichkeiten in der IT. So vollgeklatscht. Ja. Wo ich mir denke, okay. Sondern beispielsweise, wir machen eine Veranstaltung, alle, die sich für Webdevelopment interessieren, alle 2 Wochen, kommt zu uns an Campus, wir haben einen Lehrer da, ihr könnt live eure eigene kleine Webseite bauen, dauert 2 Stunden und dann wisst ihr, ob ihr da Bock drauf habt. Ja, ist attraktiver, vor allem, wenn man ja selber dann auch ins Handeln kommt, mit den 2 Stunden selber dann. Richtig. Und dann hast du die auch an einem ganz anderen Punkt, dass die genau sagen können, okay, das fand ich jetzt schon mal cool, hat mich interessiert oder war mir total egal.
So, Ja, dann kannst du ja den nächsten Chefposten übernehmen. andere Ambitionen. Ne, aber, nein, Spaß, aber, ja, krass. Nee, aber das das gut, dass ich wäre was. gefragt habe, aber so leicht kann man ja potenziell schon mal Ja, mehr Neugier und den Laden voller kriegen bei solchen Das Veranstaltungen. wäre was ich halt machen würde, auch angebracht habe. Aber ich bin halt nicht im Marketing und plane die Veranstaltung nicht. Ja, aber das ist generell, da sind wir da beim Thema Beziehung aufbauen, interagieren, so dieses reine Info, ja hier, komm mal 2 Stunden dir einen Kack anhören. Oder selbst wenn mich das noch so interessieren würde, aber dieses reine stumpfe Zuhören, vor allem die Art und Weise, wie er dann viele präsentieren. Ich war erst gestern auch selber bei einer Fortbildung, wo ich mir denke, Das Vorlesen, was auf der PowerPoint-Folie steht. ja, entweder so oder kriegst du einen Affen. wirklich die Folien so voll klatschen, dass du, obwohl ich, glaube ich, 3 Meter davor saß, die Wörter nicht lesen konnte, so voll geklatscht. Ja. Wo ich mir denke, ja, hast du jetzt eine Buchseite irgendwie eingescannt oder was und dann da hochgeladen? Also, Ja, professionell ist was anderes. So. ich würde die Fragen einfach anders stellen. So, was interessiert unsere Kunden? Ja. Die, hart gesprochen, die interessiert nicht unsere Geschichte. Da brauchst du jetzt nicht die erste halbe Stunde drüber reden, das kannst du in 2 Minuten abreißen. Das sind wir, darum wurden wir gegründet, hey, wir können euch helfen. So, Punkt. Auf geht's. Und dann guck, was sind die Fragen und wie kannst du da wirklich schon was geben? Denn wir sind immer in jeder Industrie alle in einer Konkurrenzsituation. Ja. Zu wem gehst du? Gesetz der Reziprozität, der am meisten für dich vorher getan hat. Oh ja, So. Reziprozität, ja. Theoretisch relativ simpel, macht irgendwie kaum einer. Ja. Das, was du gibst, bekommst du im Regelfall genauso zurück. Ne? Dieses, Gib mehr und du kriegst Danke, mehr. Sag ich dir Danke, sagst du Danke zurück eigentlich so. Ja, so, um jetzt mal ganz banal zu erklären. Ja. Hart gesprochen ist darauf eigentlich unsere gesamte Wirtschaft aufgebaut. So, wer kriegt den Zuschlag? Nicht der den billigsten Scheiß anbietet, sondern der die beste Leistung für den besten Preis macht. Ergo hast du dann auch Leute, die bei mir im Ort zum Beispiel, es gibt keine gute Pizzabude. So, ich liebe Pizza und es gibt keine gute Pizzeria. Ja. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, eine Pizzeria da aufzumachen. Wo ich mir dann auch denke, ja, wenn ich da doch einfach eine affengeile Pizza machen würde, also damit meine Konkurrenz outperforme, kann ich auch automatisch einen höheren Preis dafür nehmen. Ja, sicher. So, du bietest einfach eine bessere Leistung. So, und das ist im Grunde Unternehmertum. Die gehen Sachen auf den Sack. Vor allem auch wichtig ist so generell das Unternehmertum, aber da kann man jetzt wirklich auch auf Pizza oder so beziehen, den Fokus auf lieber weniger zu legen. Also, weil mir fällt jetzt wirklich Thema Pizza und Restaurant ein, aber viele haben ja so eine Speisekarte. Vergiss es. Wo du schon gar keinen Bock hast, weil du siehst schon, Alter, 10 Brauchst du Seiten nicht Speisen. bestellen. Brauchst du nicht bestellen, es ist alles maximal mittelmäßig. Richtig, ja, ist wirklich so. Anstatt lieber 5 Pizzen anzubieten und die sind alle Bombe. affengeil. Und noch, dann kannst du auch wirklich 5 Euro mehr verlangen. Ja, aber es lohnt sich dann halt auch einfach. Und so gilt das für jedes Business letztendlich. Und so kannst du es in allem machen. Ja. Wenn du auch als Angestellter, wenn du einfach mehr Wert für dein Unternehmen schaffst, dann bist du auch mehr wert. Und bekommst halt dann auch mehr Wert, ergo Geld, zurück. Ja, da habe ich auch schon eine Sache mal von einem Arbeitgeber, also Unternehmer dann letztendlich, der da ein paar Pflegedienste hat, auch geil mitgenommen. Das sage ich auch immer wieder gerne, weil klar, jeder von euch da draußen sieht nicht jedes Interview, muss sich ändern. Aber wir sind alle sympathisch. Genau, und naja gut, kommen ja auch mal wieder neue Aufrufe dazu, die kann er mal gar nicht kennen. Aber ich find da wirklich geil, weil der dann auch drüber gesprochen hat, so, wie gesagt, die einen oder anderen kennen das jetzt schon, aber nicht abschalten. Dauert nur eine halbe Minute, weil er einfach gesagt hat, so, ja, ich finde das lustig, so jedes Jahr sitzen die Mitarbeiter bei mir und wollen eine Gehaltserhöhung, obwohl die ja das Gleiche tun wie zuvor. Und dann habe ich halt gesagt, ja, was würdest du dir denn wünschen aus deiner Arbeitgebersicht? Und dann hat er halt gesagt, ja, wie wäre es denn mal mit, einfach mich zu fragen, hey, was kann ich denn tun, um, wie du gesagt hast, dir nämlich Mehrwert zu schaffen und dann kriegst du logischerweise auch mehr Gehalt. Ja. Und jetzt nochmal für die Leute da draußen, genau diesen Satz habe ich dann mir eingepflanzt, übernommen, angewendet und auch entsprechend dadurch für mich was rausschlagen können. Einfach voll geil. Weil ist doch klar, was passiert. Du denkst dir dann in dem Moment natürlich auch wirklich als Arbeitgeber, ja, stimmt, wo brauche ich denn wirklich Hilfe? Ja. Unterstützung. Ja. Da unterscheidet sich ja auch nochmal zwischen einem guten und einem schlechten Chef, wenn wir jetzt eine Wertung reinbringen wollen. Kann jeder gerne mal das Experiment machen. Geh mal zu deinem Chef
und sag, pass auf, ich möchte gerne 50% mehr Gehalt. Wenn du nur die Frage stellst, wenn du Glück hast, wird er dich aus dem Zimmer rauslachen. Wenn du Pech hast, dann kriegst du noch einen Arschtritt. Stell mal die Frage, ich hätte gern 50% mehr Gehalt. Was müsste ich dir bieten, um das Ganze zu verdienen? Und schon ist die Position komplett umgekehrt. Ja. Dann denkt er nämlich darüber nach, okay, was müsste derjenige mir bieten, um halt Summe X zu verdienen? Ja gut, Summe Y reinbringen. Ja, ich wollte da eine neue Filiale eröffnen oder sowas. Fuchs dich da rein, dass du die leiten kannst und dann bist du da drin. Ja. Ist jetzt ein bisschen simpel ausgedrückt. Aber was du gesagt hast, du bringst Aber im denen Prinzip- gegenüber eine Position, drüber nachzudenken, wo brauche ich wirklich einfach auch... Wir tauschen in der Gesellschaft nur Werte aus. War gut. Guck, wie du mehr Wert liefern kannst, dann kriegst du mehr für dich raus. Ja. So. Und da An alle Egoisten da draußen. Ey, tut mehr für andere und ihr kriegt mehr. Das ist der einfachste Weg. Ja, So. ist ja wirklich so. Weil wir jetzt gerade so schon kurz wegen mehr für einen rausschlagen drüber gesprochen haben, Thema Verdienst, kommen wir dann jetzt mal dazu. Ja, was kann man denn dann so erwarten als Sales Manager vom Verdienst her, auch wenn jetzt viel natürlich Profi-abhängig ist, aber Von bis. ja, aber kann man so ungefähr sagen also wenigstens das Unterste sagen, ja, das ist dann wenigstens so, dass man davon irgendwie klarkommt oder damit klarkommt? Es hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab, sage ich mal. Fängt an bei Branche. Also du verdienst in der Finanzbranche was anderes. Ja, weil bevor du das ausführst, ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, weil ich hatte ja auch schon, weil ich hatte ja einen Vertriebler da im Außendienst und der hat wegen Thema Branche, der hat hier so Telekram und so verkauft und deswegen frage ich ja so, wo wäre so das unterste Limit, weil bei ihm war dann, keine Ahnung, ich glaube nur 900 oder 1000 netto als fix, der Rest war wirklich oder wäre Provi gewesen. Und deswegen frage ich ja, weil von 1000, also das ist ja, da kannst du ja halt nicht von leben. Ja, das tut weh. Deswegen frage ich, Also, dann fangen wir da mal unten an, dass du bei 1000 Euro fix bist. Nein, das ist... der war jetzt geil, ja. Also ich habe auch einen guten Freund, der auch als Sales Manager unterwegs ist, strategischer als ich jetzt. Der hat einen relativ hohen fixen Anteil im Gehalt. Also deswegen, es kommt einmal darauf an, was du auch willst. Ja. Beispiel. Du hast jetzt den Junggesellen, der sagt, pass auf, mir ist im Grunde alles bums egal, ich habe Bock zu kloppen und Geld zu verdienen. Das Beste, was du machen kannst, nimm ein niedriges Fixgehalt, 1000 Euro oder weniger, egal, und lass dich leistungsabhängig bezahlen. Es gibt da Unternehmen, die im Hochpreisvertrieb gerade, die abartige Provisionen zahlen. Du klopfst aber wie ein Berserker. Ja. Und abartig rede ich jetzt von 6-stellig im Monat. Das ist heftig. Dann gibt es den Typen, du hast Frau, hast ein Kind, hast ein kleines Häuschen. Du wärst irre, wenn du alles nur auf deine Provision auslegen würdest. Da wäre es dann besser, ein höheres Fixum mit einem geringeren Spiel, sage ich mal, vielleicht zu verhandeln. Ja. Dann kommt es auch wieder halt darauf an, wie gesagt, in welcher Branche bist du. So. Ich bin jetzt in einer Non-Profit-Organisation, da sind wir nicht darauf aus, im Monat 6-stellig zu verdienen. Ja. Auch nicht 5-stellig. Ja. So. Deswegen kann ich da nur mit von bis antworten. Was hast du denn, dann hau mal so eine Zahl raus, was hast du denn mal, egal jetzt auch vielleicht einen anderen Betrieb vorher so gehört oder wo du weißt, da kennst du jemanden, der hat echt so und so maximal schon mal verdient im Monat. Einfach nur mal so als krasses... Das Maximale, was ich persönlich kenne, war ein Monatseinkommen von um die 25. Brutto wohl bemerkt. Ja, aber... So, bleiben also knappe 15 oder sowas über. Ja. Je nach Steuerklasse. Krass. Es geht tatsächlich weit mehr. Ja. Es kommt halt drauf an, was verkaufst du auch. Wie hoch ist die Marge am Produkt? So. Verkauf ein teures Produkt mit hoher Marge und du wirst eine hohe Provision kriegen. Ja, klar. So. Bietet das Produkt genug Mehrwert für den Kunden, da schließt sich der Kreis wieder. Ne? Also, und dann ist das Ganze auch irgendwo gerechtfertigt. Es geht aber natürlich auch in die andere Richtung. So, wenn du nichts verkaufst, dann bist du hart gesprochen als Vertriebler nichts wert. Weil dein Job ist es, Geld fürs Unternehmen reinzukriegen, dass halt alles läuft. Ja. Und wenn du das nicht tust, dich selber nicht trägst, ja, dann sponsert dich das Unternehmen und
Das ist auch nicht so in der Sache. Mhm. Und deswegen es ist schwierig, da eine genaue Zahl dran zu nennen. Nee, aber schon mal cool für die Leute da draußen, wenn man sich wirklich krass engagiert, dass man welche Zahl man theoretisch erreichen kann oder sogar, wie du auch schon davor Da sind gesagt wir hast, wirklich bei Top 0,5% oder so. Ja. Also das ist realistisch, würde ich sagen, wenn du gut bist, pendelst du dich irgendwo bei 60 bis 90 brutto ein pro Jahr. Mhm. So. Wenn du in der Industrie tätig bist, plus minus alles halt. Ja, aber vielleicht ist ja einer da draußen, der zu den 0,5% gehören will oder zu den 0,1%. Ja, Attacke. Ich sag ja auch lieber, ganz ehrlich, lieber ganz große Ziele setzen, ne? Keine Ahnung, selbst wenn du jetzt Multimillionär wärst, dann, wenn du jetzt sagst, selbst dann noch sagen würdest, ich will reicher als Elon Musk werden, ist das schon unrealistisch irgendwo, obwohl du ja schon Multimillionär bist, aber lieber so denken als wie eine kleine Kerze. Ja, Ne? setz dir die hohen Ziele und selbst wenn du ein bisschen dran vorbeiballerst, Bist du aufgrund des Weges, den du gegangen bist, schon viel Richtig. weitergekommen. weil du musst dir für die hohen Ziele einfach auch andere Fragen stellen. So, wenn du jetzt sagst, ich möchte 2.000 Euro netto im Monat verdienen, stellst du dir im Grunde die Frage, welche Ausbildung kann ich denn machen, wo ich einen Job habe, wo ich so viel verdiene. Wenn du dir jetzt sagst, pass auf, ich hätte gerne 100.000 netto im Monat, du musst dir ganz andere Fragen stellen. Ja. Weil das schaffst du. Das hatten wir im Vorgespräch kurz, weil du gerade bei Netto sagst, weil ich gesagt habe, 22 Deswegen bin ich auch drauf reingegangen. Ja, mir schon fast gedacht. Aber ne, ist ja interessant, weil einfach jetzt fast 10 Jahre her einfach das Mindset und die Einstellung natürlich ganz anders ist und ich dann wirklich gesagt habe, ja, was kann ich lernen, was kann ich machen, wurde 2 Netto verdient. Ja, und du stellst einfach ganz andere Fragen. Und Wenn du- ziemlich Zeiten habe ich in der Ausbildung gemerkt, nee, ich muss noch was anderes, also studieren in Ja. dem Fall und machen, weil du wusstest, scheiß drauf, auch wenn ich wusste, du kriegst 2 Netto oder mehr danach, das ist es nicht wert, hier sich dann entsprechend den Arsch abzukrüppeln. Mhm. Ja. Du musst dir andere Fragen stellen, um an Ja. andere Ziele zu kommen. Das ist einfach so. Thema Akzeptanz, Ansehen habe ich auch mal in jedem Interview drin, weil finde ich irgendwie einfach immer immens wichtig und auch spannend, was da für Antworten kommen. Ja, wenn du jetzt natürlich jetzt irgendwo auf eine Grillparty bist und du lernst neue Menschen kennen oder keine Ahnung, wie jetzt auf dem Fauna Summit. Summit, ne? Ist doch Ja, richtig. Founders Summit. Ja. Gut, richtig ausgesprochen. Ja, du neue Leute kennenlernst, die dann ja fragen, was machst du? Und du sagst dann, Sales Manager können sich erstens die meisten direkt schon mal drunter vorstellen, okay, ja gut, die jetzt Englisch können, Sales irgendwie verkaufen, okay. Mhm. Manager, okay, würde ich jetzt vielleicht direkt als Laie vielleicht denken, ja gut, immer mit Leitung, was ja dann nicht der Fall ist unbedingt. Mhm. So, deswegen, wie ist so die Reaktion? Und ja, hau mal raus. Kommt ein bisschen drauf an, mit wem du redest. Oder kommt extrem drauf an, Ja, mit wem du klar, redest und immer, auch ja. wie du es verpackst. Ja. Wenn du jetzt ganz einfach sagen würdest, was ich bin Verkäufer, hast du erstmal so das ist gerade ein deutsches Ding irgendwie, dass viele mit jemandem etwas verkaufen, was Negatives assoziieren. Oh ja. Weil wir haben halt direkt das Bild von dieser Drückerkolonne, die im Grunde... Ja, die Türklinkenputzer, Versicherungen verscherbeln, all Ja. sowas, da gehört ja dazu. Und dann, das sind halt dann oft Leute, die Dinge verkaufen, die du gar nicht wirklich brauchst. So, die dir Das keinen ist es. echten Mehrwert bieten. Das ist es, den Switch mittlerweile oder irgendwann mal in den Köpfen reinzukriegen, vor allem jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, ob das nur in den deutschsprachigen Raum bezogen ist, aber vielleicht hier extremer als woanders, aber diesen Switch hinzubekommen, dass man wirklich sagt, hey, okay, ja, ich bin auch Verkäufer, so, aber hör mir doch einfach mal zu, weil ich möchte dir Ja. wirklich Mehrwert schaffen. Geh mal nach Amerika, da ist es, Da ist The auch other way Thema, around? da ist auch Thema Business ja ganz anders. da werden Verkäufer, Salespeople, richtig hoch angesehen. Mhm. Tatsächlich, wo du hier halt das Image vom Drückerverkäufer hast. Mhm. Ich versuche da gern so den Switch, wie du auch sagst, hinzukriegen von ich verkaufe dir etwas zu ich löse ein Problem von dir. Mhm. Manchmal weißt du noch nicht, dass du es hast, aber Ja, klar. darum geht es ja im Grunde, Ja. dem Kunden auch zu zeigen, du hast da ein Problem, was du noch gar nicht kennst, Ja. was dir aber, wenn nicht morgen, dann in 20, 30 Jahren, Thema meiner Selbstständigkeit, Mhm. massiv um die Ohren fliegen kann. Und da einfach, ja, für mich ist Verkaufen Probleme lösen und Leuten helfen. Mhm. So, je besser ich das mache, je erfolgreicher bin ich und je mehr Geld verdiene ich natürlich auch. Und desto glücklicher sind auch deine Kunden. Richtig. Es ist im Und Grunde, dein Image ist besser und so, ja klar. du kannst dich, wenn du es richtig machst, in einer Aufwärtsspirale bewegen. Mhm. Ne? Du bietest mehr Mehrwert für den Kunden, die Kunden sind glücklicher, die Kunden gehen besser raus, du verdienst mehr, kannst dadurch mehr Mehrwert für den Kunden bieten, und steigerst dich so hoch.
Das geht aber auch andersrum. Du drückst die Leute irgendwo hin, die Leute sind pissig, die Leute haben ein schlechtes Erlebnis, das spricht sich rum, du verdienst dadurch weniger und versuchst... Deswegen fand ich aber das, was du eingangs gesagt hast, die Thematik, oder wo ich gesagt habe, wegen Beziehungsaufbau und so, dass das so wichtig ist. Weil, wenn du mich jetzt fragen würdest so, und weil du ja auch gesagt hast, dann hast du vielleicht mal ein paar weniger Anrufe am Tag, aber da, weil du dich dann hier und da ein bisschen mehr verquatscht. Aber ich würde mich dann wahrscheinlich trotzdem mehr an dich erinnern als Verkäufer, weil selbst wenn du nur 2 Fragen stellen würdest oder eine, so, die sich irgendwie auf mich bezieht, erinnere ich mich ja daran, weil du gibst denen ja ein Gefühl so, ey, wir haben hier irgendwie drüber gesprochen, wie war der Urlaub bei dir letztens in Italien oder was? Da geht es auch dahin, wenn jemand drüber nachdenkt, in den Vertrieb zu gehen, such dir ein Produkt, wo dir das Produkt was bedeutet und auch der Kunde. Der Punkt ist, mir sind meine Kunden, so 95%, nicht egal. Ja. Und wenn jemand merkt, hey, der ist mir, dem bin ich nicht egal. Der will eigentlich nur verkaufen. Ja. So, dann hast du direkt eine ganz andere Beziehung. Ja. So, und ja, darüber kannst du unendlich gut gehen. Mhm. So, ich hatte da zum Beispiel eine Kundin, um da mal ein Beispiel zu bringen, zum Beispiel. Sie kam auch aus der Ukraine, relativ viele im Moment, war da Lehrerin. Mhm. So, ist hier nach Deutschland gekommen und hat recht viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ist jetzt auch ungefähr 2 Jahre schon in Deutschland, also noch vor dem Krieg rübergekommen, und hatte ein sehr negatives Bild auf Deutsche in Bezug auf Ausländer, dass sie halt auch oft schon diskriminiert wurde und einfach eine sehr negative, schlechte Grundeinstellung da hatte. Mhm. Es hat ewig und 3 Jahre gedauert im Grunde, um zu ihr eine Beziehung aufzubauen und ihr auch zu zeigen, hey, ich bin nicht so eine Pfeife, die dir versucht, 3-mal was zu verkaufen und dann, wenn du nicht gekauft hast, geh mir doch nicht am Sack, da kommt noch wer anders. Yeah. Sondern mich interessiert dein Schicksal und ich weiß, dass dir das, was ich anzubieten habe, helfen kann, deinen Weg leichter zu machen. Mhm. Sie hat dann im Endeffekt auch bei mir gekauft, beziehungsweise mit mir in ihre Umschulung und Weiterbildung gestartet. Hat tatsächlich einmal am Anfang auch am Tag, wo der Kurs starten sollte, mir eine Mail geschrieben, hey du, ich bin doch raus aus privaten, familiären Gründen. Habe ich erstmal so akzeptiert und bin nach einer Woche wieder mit ihr ins Gespräch gekommen, geguckt, okay, woran liegt's, konnte ihr da dann auch privat, ja, es waren keine kleinen Probleme, aber so ein paar Denkanstöße geben. Ich weiß nicht, ob meine dann im Endeffekt ausschlaggebend waren oder ihre eigenen, aber dass sie dann 2 Monate später doch noch bei uns gestartet ist. Ja, so, und das ist es im Grunde, worum es geht. Was will man mehr? Das kann ich nicht bei jedem machen, Ja. natürlich, weil mein Tag hat auch nur x Stunden. Aber ja, das sind so Momente, die machen mich dann auch einfach glücklich. Ja, natürlich. Vor allem So. sage ich auch mal wieder gerne, wenn man dann vor allem vielleicht, ob man jetzt genau weiß, du warst der ausschlaggebende Moment oder die ausschlaggebende Person, Weißt du nie. who cares, aber wenn es dem so ist, dann Das ist die Wertschätzung, Summe der kleinen Anerkennung, Dinge. ja, die da Wertschätzung, kommen. Anerkennung dir gegenüber ist ja auch dann Ja. genial. Stell die Frage anders. Was wäre passiert, hätte ich in dem Moment, wo sie sagt, ich habe familiäre Probleme, mir geht's nicht gut, ich mache das nicht, hätte ich da reagiert und dir gesagt, ja, weißt du was, komm, leck mich doch am Arsch dann. Und ich habe so viel in dich reingesteckt, jetzt mach doch endlich. Ja. Sie hätte wieder das schlechte Bild gehabt. Sie wäre in ihrer negativen Assoziation auch unserem gesamten Land gegenüber bestätigt geworden. Sie hätte nicht die Chance gekriegt, für sich was zu verändern. Ja. Und es hätte ihr Selbstwertgefühl untergraben. Ja, klar. Das ist net negative. Alles nur Ja, negativ. mega. Und das macht da einfach für mich keinen Sinn, hart gesprochen. Ja. Ja, mega. Wir haben noch 2 Fragen. Hau raus. Dann sind wir hier in Teil 1 durch. Einmal so Thema Situationen, ob du da gerne mal vielleicht 1, 2 Sachen erzählen kannst, die jetzt positiv oder negativ sind. Wir waren ja noch gerade so ein bisschen bei der Thematik, die ihr gerne aufgreifen kannst, weil ich ja mal so gerne Probleme rausfiltern will, Thema Vorgesetztenverhalten oder so, was du da schon mal erlebt hast. Dann nehmen wir jetzt heute mal ein negatives Beispiel. So, aber kannst auch gerne noch mal Positives erzählen. Um Gottes Willen.
Ja gut, ich sag mal allgemein, was Positives ist, habe ich ja gerade die eine Story da erzählt, die mir echt positiv jetzt im Kopf Fokus auf geblieben ist. Negativität. Boah, richtig schön wieder. Weißt du, ich verbanne alles aus meinem Leben, was negativ ist. Ich habe nicht mal einen Fernseher, um keine Nachrichten zu sehen, weil es ist eh nur alles negativ. Aber du weißt ja, warum ich das mache. Das ist ja wirklich Ja, klar. um die Probleme da für den anderen Was ich Arbeitgeber bei einem nicht vorherigen Job hatte, war, ich hatte ja auch so eine quasi Twitter-Rolle, wo ich mehrere Positionen eingenommen habe und dann irgendwann auch mit meinem Chef mal darüber gesprochen, okay, ich weiß gar nicht mehr, was sind meine Aufgaben hier noch. Ich mache irgendwie alles, ich mache irgendwie aber auch nichts, ich komme nicht voran, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben da in der Firma tatsächlich den Witz drüber gemacht, dass ich mir morgens immer einen anderen Hut aufsetze. Heute bin ich IT, morgen Customer Service, dann bin ich Einkauf und Mädchen für alles. Ja, genau. Sagt, ne? Ja, die drücken wir es so aus. Ja. Habe mich da mit ihm hingesetzt und wir hatten drüber gesprochen, was können wir denn da machen, weil da wollte ich halt auch raus. So, ist halt für beide Seiten maximal unbefriedigend. Und da war ich noch relativ jung, habe mir da also auch, weil ich habe damals recht viel von ihm gehalten, echt Unterstützung erhofft. Er hat das auch so signalisiert. Und nach unserem Gespräch ist da auch nichts passiert. Und das war für mich schon ein echt auch Vertrauensbruch einfach da. Ich damals auch oft ein Problem hatte, mich überhaupt jemandem so anzuvertrauen. Ja. Habe das noch ein paar Mal versucht auch anzusprechen, dass ich einfach gerade nicht weiter weiß und wurde da halt relativ knallhart wegignoriert. Bis ich dann im Endeffekt auch gesagt habe, weißt du was, komm, fuck you, ich bin raus. Das war so ein trauriges Erlebnis irgendwo auch, weil ich mich echt gut mit dem Team auch verstanden habe. Ja, das war scheiße. Ja. Hat keinen Spaß gemacht. Ja. Und ja, mehreres tatsächlich auch mal in die Richtung, wo und das Schlimmste ist für mich bei sowas immer, wenn jemand unreflektiert und unfair an eine Sache herangeht. Ja, du hattest ja auch mal Thema noch im Vorgespräch wegen, ich sag mal, der Ton macht ja die Musik, also dass man ja auch mal entsprechend dann in dem Bezug falsch angepackt wurde. Ja, ist noch länger her das Beispiel. Wo, ja, aber ist ja geil, weil ich finde das ja. wirklich wichtig so, weil voll viele hier sitzen von solchen Geschichten erzählen. Das muss ich doch mal verdammt noch mal ändern. Ja, Thema Führungskräfte, auch, mehr Schulen, großer oder Wunsch von wenn mir. du deine eigenen scheiß Probleme hast, dann lass die nicht an deinen Mitarbeiter aus oder whatever. Wo damals, wie gesagt, ewig und 3 Jahre her, mir auch ein Fehler mit meinem Kunden passiert ist. Ich habe was falsch kalkuliert, dadurch hat er einen falschen Preis gekriegt, bei dem wir ein dickes, fettes Minusgeschäft gemacht hätten. Ja. So, ich war noch nicht lange im Job, war auch mein Fehler, vollkommen klar. Wo die Reaktion von meinem Chef, ich sag mal, nicht so nett war und als er den Kunden anrief, so sein erster Satz war, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe ihn angebrüllt. So, Was ist das denn für ein Scheiß? da lernst du richtig was draus und hast natürlich voll Bock, jetzt wieder reinzugehen und überhaupt nicht so die richtige Angstmentalität, sage ich mal, irgendwas ranzugehen. So, hat mehrere Gründe, warum ich mich relativ lange auch nicht rausgetraut habe. Jetzt nicht nur das, sondern recht viel. Aber das sind so Sachen, die ich mir inzwischen auch nehme und sage, okay, ich will es irgendwann mal besser machen. So, ich will zeigen, dass es auch anders geht, dass du auch wertschätzend führen kannst. Ja, ich konnte das einmal schon leider nur ein paar Monate, 6 oder 7, antesten, bis ich da auch bei einer anderen Firma gegangen bin, wo ich danach tatsächlich ungelogen von einer Kollegin, die ich da ein bisschen auch aus ihrem Schneckenhaus rausgeholt habe, unter Tränen einen Abschiedsbrief gekriegt habe, der wirklich so ein Dankesbrief war. So, danke, dass du mich so da rausgeholt hast, immer unterstützt hast und immer für mich da warst. Das war geil. Also es war traurig, dann da rauszugehen, aber das war ein scheiße geiles Gefühl. Ich habe den auch immer noch, nicht mehr im Original, aber eingescannt bei mir am Rechner liegen. Mega. Das ist richtig schön, den zu lesen und sich auch nochmal so in den Kopf zu rufen, hey, es geht anders und du kannst Gutes tun. Da sind wir da beim Thema Anerkennung und Wertschätzung. Und das kann Spaß machen und auch gut Geld bringen. So, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Das geht eigentlich Hand in Hand, wenn du es richtig machst. Genau. Und deswegen
lass mal ab bei der letzten Frage, weil dann passt das nämlich Gerne. zum zweiten Teil dann mit deiner Selbstständigkeit, dass du dann dir darüber Gedanken gemacht hast, dass du weißt, dass es nämlich besser gehen kann und besser laufen kann. Demnach, meine lieben Freunde, in der Videobeschreibung mal die Links zu Robin auschecken. Vor allem den Insta-Account gerne mal einfach folgen und macht wirklich tollen Content da, deswegen Danke, auch danke. wirklich was lernen von. Ja, ich bedanke mich noch nicht dafür, dass du hier warst, weil wir machen ja jetzt weiter mit dem zweiten Teil, den ihr dann in ein paar Tagen gerne einschalten könnt. In Teil 2 werdet ihr dann auch ganz oben verlinkt den ersten Teil sehen. Und auch entsprechend würde ich raten, den zu schauen, damit ihr einfach gewisse Zusammenhänge auch versteht, wirklich. Joa, in dem Sinne sagen wir mal tschö tschö und bis in ein paar Tagen. Hat mich gefreut.